Beachte bitte unseren Disclaimer. Philipp? Ja, Marcel? Wir haben was Neues. Genau. Quick-Check. Was ist genau. das? Ja, wir haben euch ja gebeten, uns zum Beispiel bei Facebook oder auch bei Instagram zu folgen, auch in unsere Facebook-Gruppe zu kommen und uns zu schreiben, welche Unternehmen ihr gern einmal von uns bewertet haben wollen würdet. Und wir haben das zusammengefasst in der neuen Rubrik Quick-Check. Und ich muss wirklich sagen, Marcel, da sind auch wirklich Unternehmen zusammengekommen, wo ich gar nicht im ersten Moment gedacht hätte, die könnten interessant sein. Und ich war total überrascht von einem Unternehmen. Und was wir ja jetzt auch in jeder Folge machen, wir werden in jeder Quick-Check-Folge 10.000 Euro pro Nase investieren oder je Nase. Und ich finde es sehr spannend und echt sehr, sehr gut von der Community, dass sie wirklich solche tollen Unternehmen rausgesucht haben und nicht so diese klassischen, Nikola oder die ganzen Highflyer. Ja. Genau, die sind ja bei uns schon im Podcast besprochen worden. Über welche 5 sprechen wir heute? Wir sprechen heute über Johnson&Johnson, Shell, AT&T, Marriott und Costco. Und ich muss wirklich sagen, mich persönlich hat hier ein Unternehmen doch stark überrascht, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Also wirklich mal dranbleiben und wir starten jetzt direkt mit Johnson&Johnson. Und man muss natürlich wirklich sagen, ja, der Konsumgüterriese schlechthin. Ja, sehr, sehr stark. Penatencreme, BB, Young Care heißt das, glaube ich. Ne? Genau. Dann auch noch die Tampons für die Frauen. Listerine auch noch mit dabei. Dann natürlich ist das aber nur wirklich ein kleiner Teil, weil sie haben ja auch noch Medizin. Wirklich, da sind sie ja auch ganz groß, selbst im Biotech-Bereich. Sie sind ja auch zum Beispiel mit Bayer zusammen im Bereich Xarelto. Und was man auch sagen muss, natürlich Medizintechnik. Auch da sind sie extremst stark auch aufgestellt, auch was ganze Implantate und alles zu tun hat. Also auch künstliche Hüftgelenke etc. pp. Für dich als Striker-Aktionär ja natürlich nicht so schön zu hören. Was ich doch aber relativ schön finde ist, muss man wirklich sagen, erstmal der Qualitätsscore 12 von 15 Punkten. Wir haben hier meist ein ziemlich hohes KGV, was wir natürlich hier auch am langfristigen Chart sehen, oder? Was denkst du? Ja, richtig, genau. Also KGV ist natürlich dann relativ hoch, weil man einfach dann diese Robustheit mit einpreist. Genau, richtig. Man macht damit natürlich jetzt, ich glaube, jetzt nicht in 2 Jahren 100%, Genau. muss man auch wirklich sagen. Aber wir sehen, $1.000 investiert seit 1980 und wären $84.000 rausgekommen. Bei so einem Dickschiff ist das völlig in Ordnung. Durchschnittliche Performance in 10 Jahren 9,06%. Also ja, das obere Ende, was der Markt doch so zu bieten hat. Und ich muss wirklich sagen, ja, ich habe sie ja selber im Depot. Ich finde auch die Umsatz- und Gewinnentwicklung zeigen langfristig einen schönen Trend. Wie siehst du es? Ja, richtig, genau. Das ist tatsächlich eine super Entwicklung Ja. Und hier kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Ganz genau. Was sagst du zum Chart? Zum kurzfristigen Chart kann man hier direkt erkennen, dass wir in einer längeren Seitwärtsphase stecken, also schon über 2 Jahre und aktuell vom Allzeithoch eine kleine Korrektur, die gerade noch eine Weile läuft. Wenn es über die gelbe Linie hinausgeht, dann ist dieser erstmal wieder gebrochen und wir sehen wieder zumindest den Rücksetzer auf die Allzeithochs. Also wer vielleicht die Chance nutzen möchte, bei 130 einsteigen, bei $130, das ist schon eine gute Chance. Oh, habe ich zu früh gekauft. Kann sein, aber vielleicht auch nicht. Für wen ist Johnson&Johnson geeignet? Wir haben ja jetzt mal geguckt, für welchen Anlegertyp. Also wenn du zum Beispiel Buy-and-Hold-Anleger bist, Dividendenjäger oder auch Dividendenwachstumsinvestor, dann könnte Johnson&Johnson für dich wirklich geeignet sein. Was sagst du? Was ist deine Meinung? Ja, richtig, genau. Für diese 3 Typen ist es, glaube ich, so das Perfekte. Und ich denke, man sollte das Unternehmen kaufen, beziehungsweise halten, wenn man eben schon investiert ist, wie du das auch bist. Ja, also Buy and Hold und man muss halt auch sehr wenig Check machen hier wirklich in dieser ganzen Rubrik. Also es ist wirklich doch ein tolles Unternehmen. Schulnote, was würdest du geben? Ist schon eine 1. Ja, ich auch. Und es ist ja auch als Unternehmen ein Anleihen-Rating von AAA. Ja. Und da gibt es ja, glaube ich, nur noch Apple mit dabei. Also es ist wirklich, die kriegen so viel Kredite, und sie sind nicht mehr verschuldet. Also wirklich toll für eine Übernahme. Vielleicht übernehmen sie auch mal sowas wie Livongo oder Bayer. Mal gucken, was da noch so alles kommt in der Zukunft. Ja. Machen wir weiter mit dem nächsten Unternehmen, Shell. Was denkst du denn, wer ist Shell? Was machen sie denn? Ja, Shell, klar. Bekannt, größter Ölkonzern und auch Energieriese. Und ja, nach wie vor gebeutelt von der Corona-Krise und des Ölpreisschocks, des daraufhin folgenden. Und insofern bin ich jetzt gespannt, wie die Zahlen aussehen. Genau. Wichtig ist natürlich, wenn man Peters Analyse auch gelesen hat, dann erfährt man natürlich auch, sie sind nicht nur Tankstelle, sie decken die komplette Lieferkette ab. Vom Boden
bis in die Zapfsäule oder auch bis ins Auto, muss man auch wirklich sagen. Sind da auch ziemlich innovativ. Sie wollen ja auch sehr, sehr grün und nachhaltig werden bis 2050. Aber das kostet natürlich sehr, sehr viel Geld. Und das Geld muss natürlich auch erwirtschaftet werden irgendwo. Und wir sehen es an den Zahlen her, naja, man hat eigentlich, ja, es ist eine schöne Achterbahn, wäre das, Ja, ne, wenn man genau. das so sieht. Auf und ab und auf und ab und das sieht man halt über die letzten 10 Jahre doch recht deutlich. Ja. Dividendenkürzung gab es ja jetzt auch noch Das eine. erste Mal überhaupt, das ist natürlich für die Dividendeninvestoren sehr, sehr schwierig, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Genau, KGV von 8 zeigt hier, man hat eine gewisse Zyklik, kann man dann natürlich auch relativ gut spielen, auch mal mit Ein- und Ausstiegspunkten. Aber man darf eins nicht vergessen, die Dividende wird immer vom Kurs abgezogen und wenn dir da so ungefähr 10-7% jedes Jahr abgezogen werden, was ja eine Shell ungefähr macht, ja, der Kurs könnte jetzt heutzutage schon deutlich höher stehen und aus 1.000 Euro, die du im Jahr 2005 investiert hättest, oder Dollar, wären nur noch 565,94 Dollarcent geworden. Also, ja, damit kann man wirklich nichts gewinnen. Durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre minus 3,82%. Natürlich muss man da die Dividende noch draufrechnen, aber rechnet man die Dividende drauf, ist es vielleicht ein Inflationsausgleich, den man hier mit einer Shell gewonnen hätte. Also, ein bisschen schade, ne? Richtig, genau. Was sagst du zum Chart? Genau, kurzfristig sieht man hier, natürlich nach dem Corona-Schock ging es ja runter. Dort konnte man natürlich super schnell mal antizyklisch einsteigen. Das war sicherlich eine große Chance. Seitdem läuft der Kurs aber eher in einem Zeitabwärtstrend, ein wenig, ja, ich sag mal, ruhig daher, hat aber eben den Boden gefunden bei 13,8 Euro, genau, und kann jetzt wieder steigen in Richtung gelbe Linie. Wenn es dann dort ausbricht, sieht es erstmal wieder gut aus, um doch vielleicht bald wieder 20er-Kurse zu sehen. Mal sehen. Aber für einen Einstieg ist ja wahrscheinlich schon zu spät. Na, kurzfristig, ganz, ganz kurzfristig, wenn man hier tradet, aber als Langfristinvestor, ich würde es hier dann da auf den Grund dessen nicht kaufen. Nein. So kommen wir auch schon zum Fazit. Für wen ist es eigentlich geeignet? Für den klassischen Value-Investor, der wirklich nach Buchwert geht, den Dividendeninvestor, der stumpf auf die Dividende guckt, Trader und Spekulanten, hast du ja auch gerade gesagt. Genau, die dann einfach mal eine kurze, schnelle Chance wittern, bis 20 vielleicht wieder und dann einfach sagen, jetzt aber wieder raus. Denn langfristig, haben wir ja schon gesagt, gibt es ja größere Probleme. Die Umstrukturierung wird viel Geld kosten und damit auch Dividende. Genau. Ja. Deswegen unsere Meinung. Halten erstmal kurzfristig, wer drin ist. Ansonsten würde ich dann bald verkaufen. Ja, also auf jeden Fall. Ich würde auch gar nicht wirklich einsteigen. Einsteigen auf gar keinen Fall. Das ist so. Würde ich auch nicht machen. Ja, aber schreibt uns auch gerne in die Kommentare, wie ihr das natürlich seht, ne? Kurze Info für dich. Link in den Shownotes. Hier findest du die Watchlisten von uns und du gelangst direkt auf die Quick-Check Watchlist und hier siehst du die aktuellen Einschätzungen fundamental zum Chart, dann natürlich die Entwicklung, was der faire Kurs wäre, die Bewertung nach KGV, also auch nicht wundern, wenn hier steht bei Costco zum Beispiel fundamentale Einschätzung Verkaufskandidat, dann liegt es einfach nur daran, dass man über dem medianen KGV-Schnitt der letzten Jahre ist. Jetzt machen wir weiter mit dem Video. AT&T, ein wirkliches Dickschiff aus der USA und wir sehen natürlich, ja, von Umsätzen her ist man ab 2015 auch wieder eher gestiegen. Ergebnis dümpelt auch alles so ein bisschen vor sich hin. Ja, naja, Qualitätsscore 10 von 15 Punkten. Also wir haben hier auch wieder ein Dickschiff, ne? Wir haben kein wirklich hohes KGV, wir haben eine Dividendenrendite, die relativ hoch ist. Und wir sehen es ja auch hier. Hättest du die Dividende nicht abgezogen, wäre der Kurs jetzt eigentlich doppelt so hoch. Ja. Und das ist natürlich, da muss man sich immer fragen, was will ich? Also ich frage mich halt auch immer, wenn man nur auf die Dividende guckt, sollte man sich immer stellen, was mache ich denn eigentlich mit dem Geld? Und warum gebe ich einer Firma Geld, damit sie mir zum Beispiel 80% der Gewinne also wieder ausschütten oder 7% von dem jedes Jahr zurückzahlen? Das ist so, Dividenden sind ja nicht der neue Zins, die können ja auch jederzeit gekürzt werden, die sind auch nicht sicher. Das darf man nicht vergessen. Das sieht man ja bei Shell. Und hier sieht man auch, dass man vielleicht auch geblendet wird von, ja, ich kriege das Geld zwar direkt zurück, aber wie viel der Kurs steigern könnte, wenn man dann einfach die Dividende kleiner erhält, dann das unterschätzt halt der Anleger offensichtlich. Wir haben eine Durchschnittsperformance von knapp 3% auf 9 Jahre, jetzt addier aber da mal 7% dazu. Dann hättest du schon 10% und dann wäre das für ein Unternehmen, was einen Börsenwert von 215 Milliarden US-Dollar hat, da wäre das schon eine Hausnummer, ne? Wenn die sich so verdoppelt hätten in 9 Jahren, das wäre mehr sogar, also in 7 Jahren sogar schon knapp verdoppelt. Ja. So würden nur aus 1.000 Dollar seit 2011 1.290 Dollar geworden. Was sagst du zum Chart? Genau, zum Chart sind wir gerade an der unteren Range. Ich habe hier mal ein paar Jahre mehr aufgemacht und hier sieht man tatsächlich, dass wir jetzt recht günstig dastehen.
Die Time Warner-Übernahme ist natürlich dann auch ein Punkt, der jetzt klappen und glücken muss. Ja. Ich könnte mir trotzdem vorstellen, dass jetzt gerade, aktuell sind wir ja in dem Kaufbereich, dass man jetzt hier relativ schnell mal antizyklisch auch ein paar Prozent machen kann. Das Schöne ist ja, der Kurs ist nicht allzu teuer, also pro Einzelstück. Und hier geht es dann doch relativ schnell mal wieder Richtung 35, vielleicht sogar 40, wenn mal was gut läuft. Ist auch die Frage, wie man hier die 5G-Geschichte angeht. Ganz genau. Machen wir weiter Ja. und schauen uns an, für wen wäre eigentlich AT&T wirklich geeignet. Wir denken Value, Buy and Hold. Also wenn man wirklich davon überzeugt ist, passives Einkommen vielleicht auch noch ein bisschen will, dann natürlich Dividenden. Unsere Meinung, ja, man könnte es eigentlich so ein bisschen flexibel spielen. Ne? Ja, richtig. Es kommt ein bisschen drauf an. Ist man schon drin, könnte man halten, weil es ist gerade relativ günstig. Kaufen, wenn man sagt, ich verkaufe es dann relativ schnell wieder oder ich bin halt ein Dividendeninvestor, der das halt gerne mitnimmt. Dann kaufe ich. Ich habe es ja selber im Depot und kann ja sagen, die Dividende ist schon schön, wenn dann ein gewisser Betrag jedes Mal reinkommt, obwohl man gar nicht so viel investiert hat. Ja. Und für diejenigen, die ein bisschen mehr Fahrt haben möchten im Chart, würde ich sagen, verkauft. Ja. Also jetzt nicht gleich, aber dann Genau. naher Analyse Zukunft. dazu findet man auch in den Shownotes. An dieser Stelle möchten wir uns nochmal recht herzlich bedanken an alle Abonnenten, an alle, die immer unsere Videos so fleißig liken, fleißig kommentieren. Unsere Watchlisten gibt es natürlich auch für dich. Link dazu findest du in den Shownotes. Und wir sagen Danke an alle, die in unser Wikifolio investiert haben. Kommt auch gerne in unsere Facebook-Gruppe, folgt uns auf Instagram oder werdet auch gerne Mitglied auf unserem YouTube-Kanal. Wir machen jetzt weiter mit Marriott. Und da war ich ziemlich überrascht. Das war für mich schon so eine Überraschung. Marriott. Also natürlich Riesenhotel, Resort, muss man auch wirklich sagen. Sie haben ja auch verschiedene Anlagen. Und der Qualitätsscore 12 von 15 Punkten. Und die Entwicklung vom Tief sehen wir ja auch hier, 2012, $24 hoch bis auf 153. Also ist auch schon in Ordnung, ne? Durchschnittsperformance 13,23% in den letzten 10 Jahren. Damit kann ich eigentlich doch ganz gut leben. Wie siehst du es? Richtig, rückblickend kann man das als durchaus lukrativ bezeichnen. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, mehr kann ich auch gar nicht groß zu Marriott sagen, weil persönlich ist es für mich kein Investment Case. Also wir haben ein stabiles Umsatzwachstum, wir haben auch ein stabiles EPS-Wachstum. Wir haben eine schöne Eigenkapitalrendite, die Gewinnmarge, okay, kann ich mir auch schon vorstellen. Hotel ist auch ziemlich kapitalintensiv oder die Hotellerie. Die Verschuldung ist nicht so gut, aber wir haben kein zu hohes KUV, kein zu hohes KGV im Bereich der Peer Group. Es gibt eine Dividende. Also, wäre für mich jetzt kein Investment, aber ich denke, man könnte doch natürlich einen Marriott auch näher betrachten, wenn es einen interessiert. Was sagst du uns heute zum Chart? Ja, klar. Marriott und auch die Hotellerie wurde natürlich komplett getroffen von dem Coronavirus und auch dem Shutdown, der darauf gefolgt ist. Seitdem hat man sich aber doch wieder stark erholt, kann man durchaus sagen. Bei 120 gab es dann wieder den Rücksetzer auf 80 und jetzt ist man natürlich relativ tief drin. Wer sagt, ich möchte hier investieren, der hat jetzt wirklich noch die Chance, relativ frühzeitig reinzukommen und nach werden sich auch die Hotels und die Reisebranchen wieder erholen und dann geht es wieder in Richtung 120 und gegebenenfalls auch in ein paar Jahren wieder Richtung Allzeithoch. Für welchen Anleger ist es geeignet? Ja, und wir konnten uns nicht entscheiden, so richtig. Und haben uns dann für die Spekulanten entschieden, einfach auf den Grund, dass man jetzt ja spekuliert, dass die Reisebranche demnächst wieder an Fahrt aufnimmt. Und deswegen, also wer drin ist, würde ich sagen, hold. Kaufen würde ich nicht, auch nicht wie du. Und sell für diejenigen, die sagen, langfristig. Aber es hat ja die Mehrheit auch für Marriott gestimmt. Also schreibt uns gerne in die Kommentare, wieso, weshalb und warum du in Marriott investieren würdest. Jetzt kommen wir zu meiner Überraschung. Unsere Überraschung des heutigen Tages. Costco Wholesale. Habe ich zwar gesehen, als wir in New York waren, aber gar nicht drauf geachtet. Und jetzt sehen wir mal hier Umsatz- und Gewinnentwicklung. Das ist ja der Burner, ne? Ja, Carmen Geist können es nicht anders sagen. Muss man wirklich sagen. Auch der Qualitätsscore 14 von 15 Punkten. Es gibt eine Dividende, auch 2019. Wir haben ein relativ hohes KGV, aber natürlich Qualität hat ihren Preis. Und wenn so ein Dickschiff, muss man wirklich sagen, was solche Umsätze natürlich auch fährt, aber in 10 Jahren knapp 20% macht, dann ist das ja schon unglaublich. Ja. Oder? Absolut. Wir haben ja noch die Walmart-Analyse im Kopf und da sieht man definitiv, dass Costco deutlich stabiler und besser läuft. Ja, also es lohnt sich auch wirklich mal hier tiefer in dieses Unternehmen reinzugehen und sich das auch mal wirklich anzugucken. Hier könnte man vielleicht gegebenenfalls zum richtigen Zeitpunkt wirklich einen tollen Kandidaten für so ein Langzeitdepot auch finden, oder? Was denkst du? Richtig, genau. Das kommt ja sicherlich dann auch gleich zu unseren Anlegetypen. Genau. Was sagst du zum Chart? Ja, zum Chart extrem auffällig, wo ist ja eigentlich eine Corona-Krise? Ja, man sieht, es gab zwar kurze Abverkäufe, aber dann hat der Markt gleich verstanden, Moment, die Leute gehen trotzdem einkaufen und das wurde dann auch gleich wieder
ich sag mal, aufgekauft. Klar, wir sahen noch keine extrem neuen Allzeithochs, auch keine Rallye wie am Tech-Markt, aber dennoch sehr, sehr stabil und erst jetzt vor kurzem gab es den Ausbruch auf ein neues Allzeithoch und der Trend wird fortgesetzt. Für wen ist es geeignet? Und wir glauben eigentlich für Value-Investoren Buy and Hold, Dividenden, auch Dividendenwachstum. Es gibt ja auch oft mal eine Sonderdividende, ist uns aufgefallen. Ja, gleich mal so $7, das ist schon heftig. Ja, da gibt's und vom viel. Chart her sagst du ja sogar auch Trendfolge. Genau, Trendfolger, also die ganzen Trendfolger, die jetzt durch den Ausbruch wieder gesehen haben, alles klar, der Trend wird weiter fortgesetzt, die könnten jetzt direkt wieder einsteigen. Deswegen würden wir sagen, kaufen oder wer drin ist, natürlich halten. Auf jeden Fall. Kann man machen. Also ich werde es mir auch nochmal näher angucken. Ja, sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, wer darf es als nächstes sein? Schreib uns gerne in die Kommentare oder auch bei Facebook oder auch bei Instagram, welches Unternehmen du gerne nächste Woche im Quick-Check haben möchtest. Und jetzt, lieber Marcel, sind wir natürlich gefragt oder auch du. Du hast 10.000 Euro. Ja. Wie würdest du in diese 5 investieren? Wir starten mit Johnson&Johnson. Und da würde ich 4.000 Euro investieren. Und Bleiben noch 6, aber du würdest es schon übergewichten. deutlich, ja. Ja, also 40% würde Marcel in J&J investieren, Johnson&Johnson. Schaut euch dazu auch gerne nochmal die Analyse bei uns auf dem Kanal an. Ich würde sogar noch mehr übergewichten, weil ich suche ja auch sehr langweilige Unternehmen, also salopp gesagt. Aber ich glaube, ich werde viele in unserem Depotrückblick auch nochmal in unserem nächsten Podcast auch überraschen, weil ich habe ja wirklich mal ein Schlachtschiff, ein solides Schlachtschiff bei mir aus dem Depot rausgehauen, um so eine kleine Fregatte, die hoffentlich mal ein großes Schlachtschiff wird, zu kaufen. Welches das ist, da darfst du gespannt sein. Wir machen weiter und wir haben uns beide gesagt, Shell wird nix. Genau. AT&T. Habe ich mich für 1.000 Euro entschieden, einfach weil es kreativ ist und Ja. deswegen tatsächlich eine kleine Spekulation mit einzugehen, dass es hier doch mit 5G wieder ein Stück nach oben geht. Verständlich. Ich würde es nicht machen, würde da vielleicht sogar eher auf Verizon gucken. Dann natürlich Marriott, auch nochmal Pause. Ja, richtig. Einfach auch hier wieder aufgrund der Erholung, also auch wieder kurzfristig, wenn es dann wieder so gegen diese $120 geht, würde ich dann auch wieder theoretisch verkaufen. Ja. Und zu guter Letzt Costco. Das ist wirklich, also wir sind ja beide wirklich sehr, sehr begeistert. Sieht man, glaube ich, auch hier so, wie wir investieren würden. Und dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Genau. Wir sagen danke fürs Zuschauen und hoffen, dass dir unser Quick-Check gefallen hat. Schreib uns das gerne in die Kommentare. Und wir beenden diese Folge mit einem Zitat. Mit Geld kann man Glück nicht kaufen, aber es ist eine angenehmere Form des Elends. Spike Milligan.